Das ist ein Parkside Multipulsschweißgerät und viele haben sich vor über 2 Jahren wirklich die Augen gerieben, wo dieses Gerät auf den Markt gekommen ist. Digitale Steuerung, Einknopfbedienung, moderne Schweißverfahren wie das Mic-Mac-Schweißen mit Puls und Doppelpuls. Jetzt wird es aber noch verrückter, das Gerät hat eine geheime Funktion. Diese Funktion wird nicht in der Bedienungsanleitung erwähnt. Ich habe sie wirklich auch nur durch Zufall entdeckt und damit kann man deutlich besser Aluminium schweißen. Diese Funktion gibt es sonst nur bei absoluten High-End-Schweißgeräten, die meistens das 10-fache kosten wie dieses Gerät. Das ist also wirklich Wahnsinn. Ich habe damit die letzten Tage viel rumexperimentiert und es ist Wahnsinn wirklich, was gerade damit möglich ist im Bereich vom Aluminiumschweißen. Für alle, die dieses Gerät bisher nicht auf dem Schirm haben, das ist ein Parkside Multipulsschweißgerät. Im Prinzip ein Schutzgasschweißgerät, ein Mic-Mac-Schweißgerät. Das Gerät kann aber deutlich mehr als die meisten normalen Mic-Mac-Schweißgeräte. Das heißt, es hat eine Einknopfbedienung. Man wählt im Prinzip nur aus, was man hier machen will und das Gerät schweißt. Damit kann man Dünnblech schweißen bis ungefähr 6 bis 8 mm im Stahlbereich. Man kann aber auch richtig toll damit Aluminium, Stahl, QC3 löten. Dafür gibt es auch eigene Programme und das Gerät hat eine Spezialfunktion, die nennt sich Puls und Doppelpuls. Damit wird der Lichtbogen fokussiert und damit ist gerade das Aluminiumschweißen oder auch das Schweißen von Edelstahl deutlich besser möglich. Und im Stahlbereich ist es so, dass man halt einen Werkstoff deutlich effizienter aufschmilzt. Also ein sehr modernes Schweißgerät und das kostet immer so zwischen 500 und 350 Euro. Meistens ist es oder sehr oft im Angebot, dann kriegt man das für 350 Euro und für 350 Euro gibt es wirklich in dem Bereich nichts Vergleichbares. Es hat ein paar kleinere Defizite, da habe ich auch Videos zu gemacht. Es gibt ein Video, das verlinke ich natürlich am Ende dazu, das das Gerät im Allgemeinen erklärt. Heute soll es speziell um diese Aluminiumfunktion gehen, denn wenn man Aluminium schweißt, dann hat man immer ein riesengroßes Problem und das liegt einfach an dem Werkstoff und dafür gibt es diese Spezialfunktion. Beim Schweißen von Aluminium hat man zwei riesengroßen Probleme, die einem das Leben wirklich schwer machen. Problem Nummer 1 ist die sogenannte Oxidschicht. Die bildet sich als Reaktion mit dem Sauerstoff auf diesem Aluminiumbauteil und die hat natürlich viele positive Eigenschaften, der Korrosionsschutz zum Beispiel. Wenn wir schweißen wollen, müssen wir die aufbrechen. Die hat eine ganz andere Schmelztemperatur, viel höher als der Grundwerkstoff. Wie brechen wir die auf? Beim Schutzgasschweißen ist es ganz einfach so, wir schweißen Schutzgas am Pluspol und dieser heiße Pluspol bricht diese Oxidschicht problemlos auf. Also brauchen wir keinen Wechselstrom, ganz normal mit Gleichstrom. Und wir haben bei so einem Gerät die Funktion Puls, ein sehr energetischer Lichtbogen, also ist die Oxidschicht schon mal kein Problem mehr. Das zweite Problem ist, Aluminium leitet unglaublich gut jegliche Form von Energie, so natürlich auch die Wärme. Und das ist ein riesengroßes Problem. Ich habe das hier mal bewusst extrem übertrieben. Das heißt, am Anfang schaffen wir es nicht, unseren Werkstoff vernünftig aufzuschmelzen. Dann können wir irgendwann den Werkstoff vernünftig aufschmelzen. Irgendwann hat das Bauteil eine gewisse Wärmesättigung und dann läuft uns alles weg. Und das ist wirklich so dieses klassische Aluminiumschweißen. Das macht überhaupt keinen Spaß. Am Anfang hat man also keine vernünftige Anbindung. Die Naht liegt mehr so auf wie eine Wurst. Man hat dadurch auch keine vernünftige Festigkeit, keine dichte Naht. Dann kann man vernünftig schweißen und irgendwann läuft einem alles weg. Und um das zu verhindern, gibt es bei Profi-Geräten eine absolut tolle Funktion. Und diese Funktion hat das Lidl Multipulsschweißgerät auch. Dabei handelt es sich um eine Mehrfachbelegung des Brennertasters. Das heißt, wir haben einen Startstrom und einen Endstrom. Die Benutzung ist ganz einfach. Ich drücke am Anfang auf meinen Taster, kann mit meinem Startstrom anfangen, zum Beispiel 130%, lasse irgendwann dann los, schweiße mit 100%, drücke irgendwann am Ende wieder drauf und habe einen Endstrom. Und somit kann ich mit viel Leistung anfangen, den Werkstoff vernünftig aufschmelzen. Ich lasse irgendwann los, kann vernünftig weiter schweißen und am Ende, wenn es droht, dass mir alles wegläuft, drücke ich wieder drauf und habe einen Endstrom. Lasse dann los und dann ist der Schweißprozess vorbei. Das Einstellen ist jetzt im Prinzip
Prinzip wirklich sehr, sehr simpel. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, die verschiedensten Verfahren auszuwählen. Das Ganze funktioniert nur beim MIG-Puls und beim MIG-Dualpuls, das heißt dem sogenannten Doppelpuls. Ich kann hier vorne das Verfahren auswählen, in der Mitte die Werkstoffe. Das Ganze funktioniert für Cusi-3-Löten, aber halt auch für die Aluminiumwerkstoffe. Und da macht es wirklich am meisten Sinn. Das heißt, ich wähle hier einfach Aluminium aus. Und jetzt ist es so, wenn man ganz rechts oben guckt, ist man im Zweitakt. MAG schweißt man normal im Zweitakt. Jetzt kann man das Ganze aber auf Viertakt umschalten. Und dann haben wir plötzlich eine ganz merkwürdige Funktion. Wenn wir jetzt wieder in unseren Werkstoff reingehen, haben wir hier oben Parameterdiagramm. Das hat man beim Dualpuls immer schon. Aber hier im Viertakt haben wir plötzlich diese Pfeile und können eine Mehrfachbelegung des Brennertasters einstellen. Also eine ganz einfache Sache, einfach Werkstoff, das hier oben auswählen. Man kann vorher den Drahtdurchmesser auswählen oder hinterher. Jetzt habe ich hier einen sogenannten Softstart, also einen Sanftanlauf, eine Gasvorströmzeit, Preflow, und dann habe ich hier oben die Möglichkeit, einen Startstrom einzustellen. Das sind 130%, also solange der Taster gedrückt ist, habe ich 130%. Ich sinke dann ab in einer Sekunde auf meinen normalen Schweißstrom. Und jetzt schweiße ich eine ganze Zeit, und wenn es mir zu viel wird, drücke ich wieder drauf. Ich gehe hier auf eingestellte 60% runter, das wären 61 Ampere. Und wenn ich dann loslasse, habe ich nochmal 3 Sekunden Gas-Nachströmzeit. So einfach kann ich das einstellen. Ich habe wirklich jahrelang mit dem Gerät oder 2,5 Jahre mit dem Gerät rumgespielt. Das habe ich auch nie entdeckt, weil ich nie im Viertakt schweiße. Das Ganze steht in keiner Bedienungsanleitung. Ja, sehr, sehr merkwürdig, aber die Funktion ist auf jeden Fall absolut genial. Wer irgendwo schon mal Aluminium geschweißt hat, Aluminium schweißen möchte oder so, dem kann ich das wirklich wärmstens nur ans Herz legen. Und da sieht man jetzt schön an diesen Kehlnähten. Man hat am Anfang gleich eine vernünftige Anbindung und das Ganze zieht sich durch bis zum Ende, und am Ende läuft ja auch nicht alles weg. Also das sind schon für so ein günstiges Gerät wirklich sehr gute Ergebnisse. Und vor allen Dingen diese Ergebnisse erzielt man auch wirklich kinderleicht, wirklich spielend. Man muss ein paar Sachen beachten. Das ist einmal der Abstand des Brenners, was wirklich sehr, sehr wichtig ist. Ich habe hier Argon als Schutzgas. Ich habe so eine MIG-Mag-Zange. Damit kneife ich den Draht immer ab. Dann hat man wirklich den perfekten Abstand, und diesen Abstand von knapp einem Zentimeter, den behalte ich auch die ganze Naht hindurch. Da sollte man wirklich drauf achten, der Abstand darf nicht zu groß sein. Und jetzt ist es wichtig, dass ich in einer sehr neutralen Brennerhaltung schweiße. Das heißt, ich schweiße hier direkt vor dem Bauteil und gehe dann hier einmal rüber. Hier ist der Draht noch ein bisschen lang, das heißt also 1 Zentimeter, und dann wirklich sehr neutral. Nicht stechend, nicht schleppend schweißen, sehr neutral, dann kriegt man gute Ergebnisse. Wichtig ist Argon als Schutzgas. Ich habe hier Argon 4.8, 4.6 reicht aber auch vollkommen aus. Und dann kann man mit so einem Lidl-Puls-Schweißgerät wirklich richtig, richtig gute Ergebnisse erzielen. Das hat mich wirklich beeindruckt. Wie bin ich im Prinzip drauf gekommen? Ich habe ja immer diese schönen Werkstattkarten. So eine habe ich jetzt auch für dieses Lidl-Puls-Schweißgerät erstellt. Und in dem Zuge ist mir das plötzlich mit dem Viertakt aufgefallen. Das heißt, ich habe es aus Versehen mal auf Viertakt eingestellt, habe plötzlich gesehen, jetzt habe ich ja diese Funktion. Wahnsinn. Habe ich gleich tagelang jetzt mit rumgespielt bei den verschiedensten Werkstoffen, und das habe ich natürlich auch alles auf diese Werkstattkarte mit einfließen lassen. In diesem Sinne, ich hoffe, dieser Tipp bringt euch weiter, alle, die dieses Gerät haben oder die vielleicht mal überlegen, sich dieses Gerät zu kaufen. Sicherlich kein High-End-Gerät, aber das ist wirklich eine Funktion. Damit kann man deutlich besser, deutlich effizienter Aluminium schweißen, und das ist halt so einfach im Prinzip. Damit kriegt es wirklich jeder hin.